Jeder wünscht sich Renditen auf Autopilot, die zum Beispiel ein Trading-Bot erwirtschaftet. Allerdings gibt es nicht wirklich viele, die brauchbar sind. Einen gucken wir uns heute an, der zumindest mal auf den ersten Blick relativ vernünftig aussieht. Ob er halten kann, was er verspricht, erfahrt ihr im heutigen Video. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir haben in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Trading-Bot, aber auch Copy-Trading-Dienst analysiert. Bisher hat uns aber eigentlich keiner so wirklich überzeugt. Wir werden uns heute daher mal Algocrat.ai etwas genauer angucken. Dieser Trading-Bot bringt recht interessante Attribute mit, die uns neugierig gemacht haben. Vielen Dank hier auch an Olli aus der Community für diesen Tipp zum Produzieren dieses Videos. Wir werden uns heute eine recht genaue Analyse der Plattform angucken. Wir werden uns also einfach mal angucken, wie der Aufbau bei diesem Anbieter aussieht, wie die Risiken, die Gefahren, aber auch die Chancen aussehen. Bevor wir starten, noch eine kurze Bitte, wenn es euch gefällt, dass wir diese Analysevideos rund um zum Beispiel Trading-Bots und Copy-Trading-Dienste regelmäßig machen, dann hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch. Das würde uns dabei helfen, dass der YouTube-Algorithmus uns stärker gewichtet, uns eine größere Relevanz zuspricht und das hilft schlussendlich dann auch beim Kanalwachstum. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt geht's los. Worum handelt es sich bei Algocrat.ai? Es ist in der Tat ein Trading-Bot, der über eine Programmierschnittstelle, also über eine API-Schnittstelle genutzt werden kann. Das bedeutet konkret, dass das Kapital, welches ihr zum Traden für den Trading-Bot benötigt, komplett in eurem Verfügungsbereich bleibt. Das ist also non-custodial in diesem Sinne. Allerdings braucht ihr einen Custodial Broker, um die ganze Sache auch umzusetzen. Hier wurde einmal der größte Krypto-Broker der Welt Binance genannt. Ihr könnt diesen aber anscheinend auch mit jedem MetaTrader-Broker nutzen. Für diejenigen, die es nicht wissen, MetaTrader ist eine Trading-Plattform, ein Trading-Programm, welches viele Forex- und Krypto-Broker ebenfalls nutzen. Und von daher hat er eine relativ große Verbreitung und ist auch ein relativ interessantes Programm, um sein Trading zu gestalten. Nicht nur was die technische Analyse angeht, sondern auch die Infrastruktur ist in diesem Programm geschaffen worden, dass vollautomatisiertes Algo-Trading hier möglich ist, aber eben auch solche Copy-Trading-Dienste wie den Algocrat.ai damit genutzt werden kann. Ihr stellt also fest, wir nutzen hier einen Dienst, der einfach nur Trades kopiert, die der Bot liefert. Etwas weiter unten auf der Startseite sehen wir auch die Performance der letzten bisschen mehr als 2 Jahre. Die ist relativ beeindruckend. Der Trading-Dienst hat hier über 1000% in diesen knapp 26 Monaten abgeliefert. Das ist natürlich extrem stark. Allerdings werden wir uns die Strategie dahinter und die Risikokennzahlen etwas später noch etwas genauer angucken. Wie ihr selbst auch seht, sind hier knapp bei 12 Millionen US-Dollar unter Verwaltung, das heißt 168 Konten mit einem Einlagengegenwert von knappen 12 Millionen US-Dollar folgen diesem Trading-Bot und setzen die Trades, die der Bot ausspuckt, in dem eigenen Konto um. Es ist grundsätzlich auch möglich, das Risiko bei diesem Trading-Bot auf eure Bedürfnisse anzupassen. Es gibt hier anscheinend 3 verschiedene Risikoparameter, das heißt einen relativ konservativen, einen mittleren und einen eher offensiven. Wichtig zu wissen ist, dass die Ergebnisse, die ihr gerade eben vor einer Minute gesehen habt, mit diesen über 1000% in diesen 26 Monaten, mit der am risikoreichsten Option gefahren wurden. Wobei hier wichtig zu wissen ist, dass hier die Risikomentalität einfach nur über die Betragshöhe gesteuert wird. Das heißt, sobald ihr euch für ein höheres Risiko entscheidet, müsst ihr einfach nur weniger Kapital dafür hinterlegen, damit der Trading-Bot startet. Und da offensichtlich hier keine Lot-Größensteuerung vorgenommen wird, sondern einfach nur die Größen des Tradings von dem Bot kopiert werden, wird über die Höhe der Einlage das Risiko gesteuert, sodass ihr für die konservative Einstellung relativ viel Kapital hinterlegen müsst, damit dann eben auch im Verhältnis zur Trade-Größe das Risiko geringer ausfällt. Was bei diesem Anbieter ganz besonders fair ist, ist der Umstand, dass es hier keinerlei Kauf- oder Abokosten gibt, sondern lediglich einen Profit Share in Höhe von 25%, was dazu führt, dass ihr natürlich auch nur etwas für
die ganze Sache bezahlen müsst, wenn ihr auch wirklich Gewinne macht. Ihr seht es hier noch einmal, es gibt keinerlei Gebühren, was die Einrichtung des Kontos betrifft. Es gibt auch keinerlei Management-Fee, dass also irgendwelche regelmäßigen, wiederkehrenden Gebühren aufploppen, sondern es gibt nur eine sogenannte Performance-Fee, einen Profit-Share, der ab 25% losgeht, und je höher eure Kontoeinlage ist, desto niedriger ist dann auch dieser Profit-Share. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil hier tatsächlich der Anbieter nur etwas verdient, wenn auch ihr etwas verdient, somit also eine leistungsabhängige Vergütung und somit unseres Erachtens sehr, sehr fair gestaltet. Wir kommen jetzt im nächsten Schritt zur genauen Analyse der dahinter liegenden Strategie und Trades anhand des MyFXBook Track Records. So, starten wir einfach mal rein. Für diejenigen, die nicht wissen, was MyFXBook ist, das ist im Endeffekt nur eine Seite zum Veröffentlichen und Verifizieren von Trading-Ergebnissen, die eben über so einen MetaTrader-Broker erlangt werden. Das heißt im Endeffekt, dass über diese Plattform das Konto von eurem Broker verbunden wird und der Broker dann direkt an die Plattform die Informationen weiterleitet, sodass hier eben auch bestätigt werden kann, dass es sich hier um echte Trading-Ergebnisse handelt, weil in der Regel diesen Informationsfluss niemanden unterbrechen bzw. manipulieren kann. Wir werden jetzt mal nach und nach die einzelnen Informationen, die aus dieser Übersicht herauszulesen sind, nennen und euch erklären. Wir beginnen mal hier in der ersten Zeile. Da sehen wir im Endeffekt, dass das Konto von AlgoCrud AI ist, dass es sich um ein reales US-Dollar-Konto bei dem Broker Pepperstone handelt. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ein australischer Forex-Broker, der in der Zwischenzeit aber natürlich auch Krypto-Trading anbietet. Wir sehen hier, dass es sich um ein Konto handelt, bei dem die Trades automatisch umgesetzt werden. Wie kommt man zu dieser Aussage? Es ist so, dass bei jedem MetaTrader-Broker die automatisch generierten Trades, aber auch die manuell erstellten Trades eine Signatur bekommen, und somit kann im Endeffekt MyFXBook relativ eindeutig unterscheiden, sind das Trades, die ein Mensch manuell getätigt hat, oder wurden diese zum Beispiel von einem Trading-Bot oder einem Copy-Trading-Dienst in das Konto hinein projiziert. Hier hinten sieht man, dass mit einem Hebel gearbeitet wird, dass das Konto grundsätzlich die Möglichkeit hätte, bis zu einem Hebel von 200 Positionen aufzubauen. Das muss aber nicht heißen, dass diese Strategie das auch tatsächlich umsetzt. Das ist nur die grundsätzliche Möglichkeit, bis zu diesem Bereich zu hebeln. Und hier sehen wir, dass der Broker mit dem MetaTrader 5 handelt. Es gibt einen MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Die haben alle beide zwei unterschiedliche Voraussetzungen bzw. unterschiedliche Funktionen, und von daher existieren alle beide momentan noch parallel. Jetzt kommen wir mal zu den 4 grünen Haken, die ihr hier oben seht und die tatsächlich auch relativ wichtig sind. Was sagen diese denn überhaupt aus? Nummer 1, hier beim Track Record ist es folgendermaßen, dass hier bestätigt wird, dass im Endeffekt die Informationen direkt vom Broker Pepperstone an MyFXBook gesendet wurden. Im Hintergrund gibt es hier ein separates Passwort, ein Investor-Passwort, das nur der Kontoinhaber hat und somit über dieses Investor-Passwort verifiziert wird, dass die Daten direkt von Pepperstone an MyFXBook gesendet wurden, ohne dass zwischendrin irgendjemand die Möglichkeit hatte, diese Daten irgendwie zu verändern oder zu manipulieren. Der zweite Haken, da geht es um die Trading Privileges. Hier wird einfach nur überprüft, ob derjenige, der das Konto mit MyFXBook verbunden hat, auch die Möglichkeit hat, in dem Konto selbst einen Trade fortzuführen. Hier muss man im Hintergrund einen Schlüssel, der von MyFXBook zur Verfügung gestellt wird, in die Trading-Informationen einer Order oder eines Trades beim Broker hinterlegen. Dann wird im Hintergrund ein Informationsausgleich oder ein Abgleich vorgenommen, und hier kann man dann eben bestätigen, dass derjenige, der dieses Konto eingerichtet hat, auch tatsächlich Trades auf diesem Konto hinterlegen kann. Das Live-Update bestätigt eigentlich nur, dass die hinterlegten Informationen auch tatsächlich aktuell sind, dass diese also nicht mehrere Tage, Wochen oder Monate alt sind, sondern sobald eine neue Information in dem Broker-Konto erscheint oder existiert, wird dieses relativ zeitnah, in der Regel innerhalb von Sekunden oder Minuten, an MyFXBook weitergeleitet. Und zu guter Letzt, Cashback bedeutet hier, dass ein Drittanbieter genutzt wurde, also ein sogenannter Introducing Broker, der die Möglichkeit anbietet, dass wenn man sich über diesen Drittbroker über Pepperstone registriert, dass man einen Teil der Handelsgebühren der Orders dann wieder ausgeschüttet bekommt. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Herzstück dieser Analyse. Wir gucken uns mal die Rendite, die Performance und die Risikokennzahlen dieser Strategie etwas genauer an. Und zwar sehen wir hier, dass es einen absoluten Gewinn von über 1000% gibt, also 1058% seit Beginn dieser Aufzeichnung. Das war im Mai 2022, also wie schon gesagt, diese etwa 26 Monate hat dieser Trading Bot 1058% an realer Rendite erwirtschaftet. Wenn man hier eine tägliche Rendite ausweisen möchte, also sprich diese Gesamtrendite auf die
hinterlegten Tage herunterbricht, dann gibt es hier eine Tagesrendite von 0,31, was relativ stolz ist, und ein monatliches Ergebnis von knappen 10%. Jetzt kommt hier aber eine wichtige Kennzahl, die immer in das Verhältnis zur Rendite gesetzt werden muss, und zwar das ist der sogenannte Drawdown. Der Drawdown beschreibt, wie stark ein Portfolio während der Umsetzung der Strategie ins Minus gehen kann. Stellt euch also einfach mal vor, ihr eröffnet ein Konto mit zum Beispiel 10.000 Euro oder US-Dollar, ist jetzt mal egal. Ein Drawdown von, sagen wir mal, 47% rund bedeutet dann also, dass eure ursprünglichen 10.000 Euro oder US-Dollar mal vorübergehend nur noch 5.300 US-Dollar wert sind, weil die Trades, die in der Zwischenzeit eröffnet wurden, so stark ins Minus gehen, dass sie eben einen vorübergehenden, unrealisierten Verlust verursachen, der natürlich, und das ist wichtig zu wissen, auch erst einmal ausgehalten werden muss. Wenn wir uns den dazugehörigen Chart etwas genauer angucken, dann stellen wir natürlich fest, dass dieser auch sehr, sehr volatil ist. Wie schon gesagt, das macht die ganze Sache nicht gerade einfach auch auszuhalten, weil wenn ihr gerade mal etwas länger bei der ganzen Sache mit dabei seid und vielleicht schon einiges an Gewinnen aufgebaut habt, dann müsst ihr natürlich aushalten, dass mal 45-47% eurer Gewinne bzw. eures initialen Kapitals auch mal vorübergehend im Minus sind. Übrigens gibt es hier auch eine separate Sektion, was die Drawdowns angeht, und hier könnt ihr eben sehen, wie oft zum Beispiel ein 10%iger Drawdown, ein 20%iger Drawdown, ein 30%iger Drawdown und so weiter vorkommt. Und da sehen wir, dass zum Beispiel 20%ige Drawdowns schon relativ regelmäßig vorkommen. Das heißt, hier solltet ihr mal mindestens die Stabilität, die emotionale Stabilität besitzen, um auch regelmäßig vorübergehende Verluste von 20% aushalten zu können, um auch diese Strategie, wenn ihr es nutzen wollt, langfristig umsetzen zu können. Jetzt schalten wir mal eine Schwierigkeit hoch und gucken uns die fortgeschrittenen Statistiken etwas genauer an. Zum einen stellen wir hier fest, dass eine recht hohe Anzahl an Trades in den letzten 26 Monaten schon getätigt wurden. Wir kratzen hier an den 1000 Trades. Das bedeutet, der Trading Bot ist einigermaßen aktiv und es werden schon relativ regelmäßig auch Trades ausgeführt. Die Profitabilität ist auch recht interessant. Hier stellen wir fest, dass etwa 46% der Trades Gewinner sind und 54% der Trades Verlierer. Das ist grundsätzlich mal kein Qualitätsmerkmal für eine Strategie, denn grundsätzlich geht es nur darum, dass sie langfristig profitabel ist, aber anhand dieses Profitabilitätsprofils kann man schon relativ gut auf die Art der Strategie schließen. Was haben wir hier noch? Genau, die Trade-Länge, die durchschnittliche Trade-Länge ist hier auch ganz interessant. Da wird ein Wert von ungefähr einem Tag angegeben. Das heißt, dass der durchschnittliche Trade, der von dem Bot geöffnet wird, auch innerhalb von 24 Stunden wieder geschlossen wird. Das sind also keine Trades, die innerhalb von Sekunden oder Minuten wieder geschlossen werden. Das heißt, man kann hier zum Beispiel schon komplett ausschließen, dass es sich um eine Scalping-Strategie handelt, wo nur ganz, ganz kleine Kursgewinne realisiert werden, sondern dass es sich eher um eine mittel- bis längerfristig angelegte Strategie handelt. Weiterhin ist es auch so, dass hier über die durchschnittlichen Gewinne gesehen werden kann, welche Strategie eventuell am Laufen ist. Hier sehen wir, dass der durchschnittliche Gewinner 390 US-Dollar, also bezogen auf dieses Portfolio, erwirtschaftet und ein durchschnittlicher Verlusttrade dem Konto 232 Euro kostet. Jetzt wird es aber richtig spannend, weil wir uns jetzt die Qualität des eingegangenen Risikos etwas genauer angucken. Und hierfür bedienen wir uns sogenannter qualitativer Risikokennzahlen, wie zum Beispiel der Sharpe Ratio. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Sharpe Ratio ist, wir hatten vor geraumer Zeit schon einmal ein Video für euch produziert, welches etwas genauer auf diese Risikokennzahl eingeht. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, wir verlinken es euch einmal oben, aber auch unten in der Videobeschreibung. Pausiert da sehr gerne dieses Video und guckt euch dieses Video an, wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt. Nochmal in relativ wenigen Worten zusammengefasst, was die Sharpe Ratio ist. Die Sharpe Ratio setzt im Endeffekt die Rendite, die mit einer Strategie erzielt wird, ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko, in der Regel mit der Standardabweichung oder mit der Varianz, und bereinigt dieses Ergebnis, indem sie einen risikolosen Zins vom Ergebnis subtrahiert. Das heißt im Endeffekt, die Sharpe Ratio drückt mit anderen Worten aus, wie hoch eine risikolose Überrendite ist, die mit dieser Strategie erzielt werden kann. Es gilt also bei dieser Risikokennzahl, dass je höher der Wert ist, umso besser. Und natürlich sollte er auf alle Fälle im positiven Bereich sein, weil das kennzeichnet eine risikolose Überrendite im Vergleich zum risikolosen Zins. Hier ist also festzustellen, dass wir hier eine Sharpe Ratio von 0,14 haben. Das bringt uns jetzt
allein und isoliert betrachtet relativ wenig. Bei Verhältniskennzahlen brauchen wir andere Vergleichswerte, um dann diese Kennzahl auch ins korrekte Verhältnis zu setzen. Und hierfür haben wir uns einfach mal des Bitcoins bedient, denn es handelt sich ja bei Algocrud AI um einen Crypto-Trading-Bot und von daher ist natürlich auch Bitcoin hier als Vergleichswert relativ gut dafür geeignet. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben die Sharpe Ratio von Bitcoin auf die letzten 5 Jahre ausgerechnet, sprich das durchschnittliche Sharpe Ratio von Bitcoin innerhalb der letzten 5 Jahre und da liegen wir bei etwa 0,2. Das bedeutet also, dass Bitcoin alleine die letzten 5 Jahre zu halten ein definitiv intelligenteres Risiko gewesen wäre, als diesen Trading-Bot zu nutzen. Warum? Weil das Sharpe Ratio von Bitcoin höher gewesen wäre. Wichtig ist allerdings noch zu erwähnen, dass wir hier ja auch nur die Brutto-Sharpe Ratio sehen. Das heißt, hier wurde der Profit Share, den ihr von den Gewinnen abgeben müsst, noch nicht einmal berücksichtigt. Wir haben nun die Sharpe Ratio von Algocrud AI mit dem Profit Share für euch mal bereinigt und sind dann nur noch auf eine Sharpe Ratio von etwa 0,06 gekommen, was also bei weitem niedriger ist, als durch das pure Halten von Bitcoin Überrendite, risikolose Überrendite erzielt werden kann. Als letzten Analysepunkt möchten wir noch einige Dinge mit euch teilen, die wir aus der Trading-Historie herausgezogen haben. Zum einen haben wir festgestellt, dass nicht jeden Tag Trades eingegangen werden. Es handelt sich hier also offenkundig um relativ qualitative Signale, die nicht so inflationär vom Bot gestreut werden wie bei anderen Trading-Diensten. Das ist grundsätzlich einmal ein positives Zeichen. Wichtig ist auch zu wissen, dass es sich hier um keinerlei Martingale-Strategie handelt. Das ist natürlich auch sehr, sehr positiv für diejenigen, die nicht wissen, was eine Martingale-Strategie ist. Das ist eine Strategie, die einen Trade eröffnet und wenn der Trade nicht in die richtige Richtung läuft, im Verlust einen weiteren Trade öffnet, allerdings mit einer höheren Positionsgröße, um eben den Einstandskurs so weit nach unten zu drücken, dass bereits eine kleine Gegenbewegung in die richtige Richtung wieder dazu führt, dass die Gesamtposition im Plus geschlossen werden kann. Das Interessante an solchen Martingale-Strategien ist, dass sie eine relativ lange Zeit sehr, sehr stabil performen können. Allerdings, wenn dann mal ein unvorhergesehenes Ereignis in dem zu handelnden Asset eintrifft, dann werden so viele Trades eröffnet, dass irgendwann einmal euer Konto pulverisiert wird. Hierbei ist also auf alle Fälle Vorsicht walten zu lassen. Eine Sache aus der Trading-Historie haben wir festgestellt, die für uns relativ wenig Sinn macht. Und zwar hat dieser Trading-Bot hier mehrmals zu identischen Zeitpunkten gleiche Orders eröffnet. Wir sehen hier zum Beispiel am 7.5., dass hier um 5.52 Uhr bzw. 5.53 Uhr und 5.54 Uhr jeweils im Bitcoin eine ähnliche Position verkauft wurde. Wir wissen nicht warum, für uns macht das relativ wenig Sinn. Ähnlich auch hier, genau zur gleichen Minute am 7.4. jeweils um 5 Uhr in der Früh 2 Bitcoin-Verkaufsorders mit auch relativ ähnlich großen Positionsgrößen. Allerdings ist hier auch wieder positiv festzustellen, dass auch keine Grid-Trading-Strategie umgesetzt wird. Eine Grid-Trading-Strategie funktioniert im Endeffekt wie eine Martingale-Strategie auch, nur dass hier nicht mit größeren Positionsgrößen gearbeitet wird, sondern immer mit gleichbleibenden Positionsgrößen. Hier funktionieren zum Teil solche Strategien relativ gut, wenn sie auch konservativ genug ausgestaltet werden, um auch größere Kursbewegungen überleben zu können, die der Trading-Bot nicht antizipiert hat. Wir stellen hier also fest, dass es sich definitiv um keine 0815-Strategie handelt, sondern hier ist offensichtlich etwas mehr Hirnschmalz in die Konstruktion dieser Strategie gesteckt worden. Zu guter Letzt möchten wir noch zusammenfassend feststellen, dass Algocrud AI glänzt mit zum Beispiel Non-Custodial Trading. Ihr müsst also euer Kapital niemand Fremden überlassen. Es gibt keine direkten Kosten beim Einrichten und beim Kauf des Trading-Bots, sondern nur eine erfolgsabhängige, sehr faire Vergütung im Gewinnfall und mit einer zugegebenermaßen recht enormen Performance über die letzten 26 Monate. Auch bei näherer Betrachtung finden wir bei Algocrud AI keinerlei Red Flags. Allerdings sind hier mehrere Dinge trotzdem kritisch zu benennen. Zum einen haben wir einen relativ hohen Drawdown von knappen 47%, sodass ein Aushalten dieser Strategie gerade für Anfänger sehr herausfordernd sein könnte, wenn man regelmäßig sieht, dass ein eigenes Depot mit einer so hohen Zahl in den Verlust gerät. Die euch vorgestellte Sharpe Ratio, die könnte auch etwas höher ausfallen. Bereinigt durch den Profit Share ist diese doch schon relativ gering mit 0,06. Es ist zwar kein blödes Risiko, sagen wir mal so, aber auch kein wirklich intelligentes Risiko, wie wir an dem Vergleich zu Bitcoin gesehen haben. Auch haben wir relativ starke Zweifel, dass es sich hier bei diesem Trading
Bot um einen Dienst handelt, der künstliche Intelligenz nutzt, wie es entgegen unserer Vermutung auf der Homepage ausgeführt wird. Das ist auch das Ende jetzt dieser Analyse. Wir hoffen, dass es euch weitergebracht hat, dass wir euch einiges essentielles Wissen auch mitgeben konnten, wie man auch einen Track Record solcher Trading-Dienste analysiert, und würden uns freuen, wenn ihr uns als Dank einen Daumen hoch dalassen könntet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bis zum nächsten Video.